Bergestürzer und Eichenreißer. Ein Märchen von Kasimir Wladislaw Wojcicki, übersetzt von Friedrich Heinrich Lewestam. Eines Jägers Frau im Walde hatte 2 kleine Knaben, ein Zwillingspaar. Die Kinder waren erst wenige Tage alt, da starb die Mutter, kein Mensch kümmerte sich um die beiden Waisen, aber sie wurden von einer Wölfin und einer Bärin gesäugt. Sie wuchsen heran und wurden riesenstarke Jünglinge. Der eine konnte Berge umwerfen, als wären es Sandhaufen, er bekam den Namen Bergestürzer. Der andere riss die stärksten Eichen aus der Erde, als wären es Grashalme, er bekam den Namen Eichenreißer. Die beiden Brüder liebten sich von Herzen und gingen zusammen auf Reisen, um die weite Welt zu sehen. Sie gehen durch eine Heide, einen Tag und noch einen. Am 3. Tage bleiben sie stehen, denn ein Berg versperrt die Straße, und der Berg war hoch und felsig. Was fangen wir nun an, ruft der Eichenreißer traurig, sorge nicht, geliebter Bruder, ich will diesen Berg schon stürzen, dass die Straße nicht gesperrt bleibt, stemmt sich unter mit den Schultern, krachend fällt sogleich der Berg um. Schiebt ihn fort noch eine Meile, gehen weiter. Eine Eiche stehet mitten auf dem Wege und versperrt die ganze Straße. Eichenreißer läuft geschwinde, packt die Eiche mit den Händen, reißt sie aus samt ihrer Wurzel, wirft sie in das nahe Wasser. Aber ob sie gleich so stark sind, fühlen sie doch auch Ermattung, ruhen also aus im Walde. Noch sind sie nicht eingeschlafen, da kommt ein kleines Männchen auf sie zu, doch so geschwinde, dass kein Tier und auch kein Vogel es vermöchte einzuholen. Sie erheben sich verwundert, als das Männchen nun im Fluge gerade vor den beiden Halt macht. »Ei, wie geht es euch, ihr Burschen?« fragt das Männchen freundlich lächelnd, »seid ermüdet, wie ich sehe. Wenn ihr wollt, will ich geschwinde euch hintragen, wo ihr wünschet.« Einen Teppich zeigt er ihnen, »setzt euch mit mir auf den Teppich.« Und die beiden Brüder setzen sich bequem drauf nebst dem Männchen, dieses klatscht, und der Teppich fährt wie ein Adler durch die Lüfte. »Sicher habt ihr euch gewundert«, sagt das kleine Männchen wieder, »über meinen Lauf vorhin, seht mal her. Hier sind 2 Schuhe, die ein Zauberer mir geschenkt hat. Mit den Schuhen kann ich laufen, jeder Schritt ist eine Meile, 2 mach ich, wenn ich springe«, beide Brüder bitten dringend. Dass das Männchen ihnen doch die Wunderschuhe schenken möchte, denn obgleich sie riesenstark sind, werden sie doch auch bald müde. Das Männchen konnte den Bitten nicht widerstehen und schenkte ihnen die Schuhe. Noch immer flogen sie in der Luft. Vor einer großen Stadt ließ sich der Teppich nieder. In dieser Stadt war ein ungeheurer Drache, der täglich viele Menschen fraß. Der König hatte bekannt gemacht, demjenigen, der den Drachen tötet, geb ich eine von meinen Töchtern zur Frau. Und nach meinem Tode soll er König sein. Die beiden Brüder nehmen sich vor, den Drachen zu töten, und machen sich auf den Weg zu des Drachen Höhle. Unterwegs treffen sie wieder das kleine Männchen. »Ei, wie geht es euch, ihr Burschen? Weiß schon gut, wohin ihr eilet. Aber höret meinen Rat noch, ziehet jeder einen Schuh an, denn sobald der Drache rausspringt, lässt er euch nicht Zeit zum Töten.« Sie gehorchen diesem Rate. Eichenreißer bewaffnet sich mit einem mächtigen Eichenstamme, um dem Drachen damit den Kopf zu zerschmettern. Bergestürzer schüttelt an den Felsenwänden der Drachenhöhle, als wäre es ein Bündel Roggen. Aus der Höhle springt der Drache, und erschreckt denkt Eichenreißer nicht mehr an den großen Baumstamm, den er kräftig in der Hand hält. Nur ein Glück, dass er den Schuh hat, denn er springt 2 Meilen seitwärts. Da der Drache ihm nicht nach kann, wirft er sich auf Bergstürzer. Dieser nimmt ein mächtiges Felsstück, wirft es hin mit allen Kräften, krachend fällt der Block zu Boden, gerade auf den Schwanz des Drachen. Und nun springt auch Bergestürzer seitwärts fort, schnell und behende,
und erblickt da seinen Bruder. Lass uns wieder hin, mein Bruder, denn das Tier kann nicht vom Platze, du hau los mit deinem Eichstamm, und ich stürze einen Berg drauf, dreister gehen sie nun vorwärts. Eine Eiche schwingt der eine, und der André trägt ein Felsstück. Grässlich heult und faucht der Drache, da nun beide Gegner kommen. Wütend will er auf sie stürzen, doch den Schweif drückt jenes Felsstück. Eichenreißer haut nun kräftig und zerschmettert das Gehirn ihm, und der Bruder wirft den Berg drauf und bedeckt das ganze Untier, ungeduldig harrt der König. Groß ist jetzo seine Freude, jedem gibt er eine Tochter. Bald darauf, nach seinem Tode, teilten beide in das Reich sich, lebten glücklich und zufrieden. Das Hasenherz. Auf einer Insel mitten in der Weichsel stand vor Jahren ein großes Schloss, von Mauern rund umgeben, und viele Fähnlein wehten darauf im Winde. Dort wohnte ein Ritter, ein tapferer und berühmter Krieger, der in vielen Kämpfen Ruhm und Ehre erworben hatte, in unterirdischen Kerkern waren die Gefangenen eingesperrt. Täglich mussten sie zur Arbeit, die Mauern ausbessern, den Garten bestellen. Ein altes Weib war unter ihnen, eine alte Hexe. Der Mann von dieser Hexe war auch gefangen und gefesselt. Die Hexe nahm sich vor, den Mann zu rächen, einmal war der Ritter allein im Garten. Müde setzte er sich auf den grünen Rasen und schlief ein, heimlich lauert dort die Hexe, schüttet Mohn auf seine Augen, dass er nicht so früh erwache, und mit einem Fichtenzweige stößt sie an die offene Brust ihn, wo das Herz des Menschen klopft, und die Brust tut sich auf. Man sieht das rote Herz, wie's beständig schlägt und zittert. Teuflisch lächelt da die Hexe, streckt die magern Arme aus. Und mit ihren langen Fingern greift sie leise nach dem Herzen, zieht es aus der Brust so leise, dass der Ritter nicht erwacht, nimmt das Herz dann eines Hasen, das sie schon bereit gehalten, legt es in die Brust des Ritters und verschließt die Öffnung wieder. Geht dann selber auf die Seite, legt sich hin im dichten Busche, will des Zaubers Folgen sehen. Noch war der Ritter nicht erwacht, doch schon fühlte er das Hasenherz. Er, der früher keine Furcht gekannt, er zitterte nun ängstlich und warf sich von einer Seite auf die André. Er erwachte. Seine Rüstung schien ihm so schwer. Kaum hatte er sich erhoben, so hörte er das Bellen der Hunde, wenn früher die muntre Meute das Wild im Walde verfolgte, so hüpfte das Herz ihm vor Wonne. Jetzt aber flieht er erschrocken, er flieht wie ein furchtsamer Hase. Kaum ist er in seinem Zimmer, so erschreckt ihn die eigene Rüstung, das Geklirr der silbernen Sporen. Daher wirft er die Rüstung zu Boden und sinkt ermattet auf sein Lager. Früher träumte er im Schlafe nur von Kampf und Siegesbeute, jetzo stöhnt und ächzt er traurig, jedes Bellen seiner Hunde, jeder Anruf seiner Wache, die am Feuer auf dem Walle sorglich schützt vor einem Anfall, schreckt den Armen auf dem Lager. Wie ein Kind rückt er das Antlitz tief hinein ins weiche Kissen, mächtige Scharen wilder Heiden umringten das Schloss. Die Ritter und Soldaten erwarteten ihren Herrn, der sie immer zu Kampf und Sieg geführt hatte. Aber sie warteten diesmal vergebens. Als der einst so tapfere Ritter das Geklirr der Waffen und das Geschrei der Krieger und das Wiehern der Rosse vernahm, lief er fort aufs Dach des Schlosses und erblickte von dort aus das große Heer der Heiden, da gedachte er seiner alten Kriegsfahrten, seines Ruhms und seiner Siege. Da meinte er bitterlich, seufzte tief und sprach: O Gott, gib mir doch meinen Mut wieder, die alte Kraft und die alte Kühnheit. Dort auf dem Schlachtfeld wehen meine Fahnen, und ich stehe da wie ein furchtsames Mädchen. Gib mir mein Herz wieder, dass es nicht zittre, gib mir die Kraft wieder, dass ich meine Rüstung ertrage, belebe mich mit frischem Jugendmut und schenk mir den Sieg. Die Erinnerung weckt ihn gleichsam aus dem Schlafe, schnell kehrt er zurück in sein Zimmer, legt die Rüstung an,
besteigt das Ross und reitet zum Tore hinaus. Der Torwächter begrüßt freudig seinen Herrn und gibt den Kriegern ein Zeichen durch den Schall der Trompete, indessen reitet der Herr davon. Aber noch beherrscht die Furcht seine Gedanken. Und wie sich seine Ritter voll kühnen Mutes auf die Feinde stürzen, da wendet der Schlossherr in tödlicher Angst den schnellfüßigen Renner und flieht zurück in die feste Burg, atemlos kommt er im Schlosse an. Doch auch hinter den mächtigen Mauern verlässt ihn die heimliche Furcht nicht. Eilig wirft er sich vom Pferde, läuft in eine Kammer, die durch feste Eisentüren gesichert ist, und kraftlos erwartet er den ruhmlosen Tod. Seine Ritter haben den Feind geschlagen. Der Wächter verkündet vom hohen Turme die Rückkehr der siegreichen Fahnen. Voll Verwunderung suchen alle den Herrn des Schlosses. Endlich finden sie ihn halbtot in der eisernen Kammer, er lebte nicht mehr lange. Den ganzen Winter hindurch wärmte er den zitternden Leib am Kaminfeuer im Schlafgemach. Als der Frühling gekommen war, öffnete er einmal ein Fenster, um frische Mailuft einzuschlürfen. Da flog eine Schwalbe vorbei, und im Fluge streifte sie mit ihrem dunklen Flügel das Gesicht des Ritters. Erschrocken und wie vom Blitz getroffen sank er nieder und war tot, alle betrauerten den guten Herrn, doch keiner wusste, was ihn so verwandelt hatte. Ein Jahr darauf aber verbrannte man alle Hexen, weil sie den Regen zu lange aufgehalten hatten. Da bekannte jene alte Hexe, dass sie das Herz des Ritters mit einem Hafenherzen vertauscht hatte, so erfuhren alle Menschen, weshalb der einst so kühne Ritter so furchtsam geworden war. Sie betrauerten ihn jetzt noch mehr, und auf seinem Grabe verbrannten sie die böse Hexe bei lebendigem Leibe. Der arme Student. Ein armer Student ging auf der Straße nach der Stadt. Da sah er an den Mauern des Tores einen unbekannten Leichnam liegen, der von den vorübergehenden Leuten mit den Füßen gestoßen wurde. Er hatte nicht viel Geld im Sack, aber gern gab er seine paar Groschen zu einem christlichen Begräbnis her, damit die Leiche nicht weiter umhergeworfen würde. Dann betete er auf dem frischen Grabe und ging rüstig in die Welt hinein. Er kam in einen Eichenwald und schlief ermüdet unter einem Baume ein. Als er erwachte, merkte er mit Staunen, dass alle seine Taschen mit Gold angefüllt waren. Er dankte dem unbekannten Wohltäter und kam an einen Fluss, bei dem er nicht weiter konnte. Zwei Fährleute aber, die seine goldgefüllten Taschen sahen, nahmen ihn in ihr Boot, und mitten auf dem Wasser raubten sie ihm das Gold und warfen ihn in den Fluss. Hilflos trieb er in den Wellen und glaubte sich schon verloren, doch da kam ihm zufällig ein Brett zugeschwommen. Er klammerte sich daran und gelangte glücklich ans Ufer. Aber das war eigentlich kein Brett, sondern der Geist des beerdigten Leichnams, und er sprach zu ihm: Du hast meinen Leichnam beerdigen lassen, ich danke dir herzlich dafür. Und als Dank sollst du von mir lernen, wie man sich in eine Krähe verwandelt. Darauf lehrte er ihn die Worte der Verzauberung. Und nun, fuhr er fort, gebe ich dir einen Brief an meinen leiblichen Bruder, der wird dich lehren, wie man sich in einen Hasen und in ein Reh verwandelt. Nachdem der Student alle diese Künste gelernt hatte, konnte er sich nach Belieben in eine Krähe, in einen Hasen oder in ein Reh verwandeln. Er kam zu einem mächtigen Könige und wurde dessen Hofjäger. Der König hatte eine reizende Tochter, die wohnte auf einer einsamen Insel, die von allen Seiten vom Meere umflossen war. Ihr Schloss auf der Insel war ganz von Kupfer, und ein Schwert war darin, so groß und stark, dass man damit ein ganzes Heer besiegen konnte. Gerade zu dieser Zeit waren die Feinde des Königs an der Grenze des Landes, er brauchte daher notwendig das siegreiche Schwert, aber wer sollte es holen? Er machte also bekannt: Wer das Schwert herbeischafft, soll meine Tochter zur Frau bekommen und nach meinem Tode den Thron besteigen,
der Hofjäger erklärte sich bereit, das Schwert zu holen. Und der König gab ihm einen Brief an die Tochter mit. Der Bursche ging in den Wald, bemerkte aber nicht, dass ein anderer Jäger ihm nachging. Zuerst verwandelte er sich in einen Hasen, dann in ein Reh, und so lief er mit voller Kraft bis ans Ufer des Meeres. Hier verwandelte er sich in eine Krähe und flog über das große Wasser hinüber auf die Insel. Er trat in das kupferne Schloss und überreichte der Prinzessin den Brief des Vaters, und sie fand auf den ersten Blick Gefallen an dem schmucken Jäger. Sie fragte ihn, wie er denn über das Wasser gekommen sei. Da erzählte der Jäger, er kenne geheime Zaubersprüche und könne sich in eine Krähe, in einen Hasen und in ein Reh verwandeln. Die schöne Prinzessin bat ihn, doch sogleich vor ihren Augen eine solche Verwandlung vorzunehmen. Er machte sich zu einem Reh, hüpfte herum und leckte die Hände der Jungfrau, und sie schnitt ihm heimlich ein Stückchen Fell heraus. Als er sich dann zum Hasen machte und mit aufgestellten Ohren umhersprang, schnitt sie ihm wieder ein Stückchen Fell aus dem Rücken. Dann flatterte er als schwarze Krähe im Zimmer umher, und die Prinzessin riss ihm heimlich einige Federn aus dem Flügel heraus. Dann schrieb sie einen Brief an ihren Vater und übergab den Brief sowie das Schwert dem Jäger. Wie er gekommen war, so eilte er nun zurück zum Könige. Als er in Hasengestalt durch den Wald lief, lauerte dort der verräterische Jäger, der die Verwandlung beobachtet hatte. Er spannte seinen Bogen, und der Pfeil ging dem Hasen ins Herz. Nun brachte dieser André Jäger Brief und Schwert dem Könige und erinnerte ihn an sein Versprechen. Der hocherfreute König sagte ihm die Hand der Prinzessin zu, setzte sich auf sein Pferd und ritt mit dem guten Schwerte kühn in den Krieg. Als er die Feinde von weitem erblickte, schwenkte er sein Schwert nach allen 4 Weltgegenden. Sogleich fielen ganze Reihen der Feinde zu Boden, und die anderen liefen davon wie die furchtsamen Hasen. Froh kehrte der König heim und brachte seine Tochter mit, um sie dem Jäger anzutrauen. Ein herrliches Fest wurde gefeiert, die Spielleute machten köstliche Musik, und das ganze Schloss glänzte von Lichtern. Aber traurig saß die Braut an der Seite des falschen Jägers. Sie hatte sogleich bemerkt, dass es nicht der sei, den sie im Schlosse gesehen hatte, aber sie wagte nicht, den Vater nach dem andern Jäger zu fragen. Sie weinte nur heimlich, denn ihr Herz schlug dem andern entgegen. Und jener arme Jäger lag in seinem Hasenfelle ein ganzes Jahr lang tot unter der Erde. Da fühlte er sich mitten in der Nacht aus seinem tiefen Schlaf erweckt. Siehe da! Vor ihm stand der wohlbekannte Geist des Leichnams, den er hatte beerdigen lassen. Er erzählte ihm von dem Verrat des Jägers und sagte dann mit froher Stimme, morgen soll die Hochzeit sein. Geh schnell ins Schloss, die Prinzessin wird dich gleich erkennen, und der falsche Jäger auch. Schnell sprang der Jüngling auf und ging mit klopfendem Herzen ins Schloss des Königs. Eine große Gesellschaft war da, alle Gäste aßen und tranken nach Herzenslust. Die schöne Prinzessin erkannte ihn sofort, vor Freude schrie sie laut auf und sank in Ohnmacht. Aber der böse Jäger wurde vor Schrecken blass und grün, da erzählte der arme Jüngling, wie er verraten und ermordet worden war. Und um vor allen ein Zeugnis für die Wahrheit des Gesagten abzulegen, verwandelte er sich in ein schlankes Reh und fing an, die Prinzessin zu liebkosen. Sie aber legte den Streifen Fell, den sie ihm herausgeschnitten hatte, auf den Rücken, und der Streifen wuchs sogleich daran fest. Dann verwandelte er sich in einen Hasen, und die Prinzessin legte ihm wieder den herausgeschnittenen Streifen Fell auf den Rücken, er passte genau hin. Alle waren darüber erstaunt, noch mehr aber, als sich der Jüngling gar zur Krähe machte. Die Prinzessin zog die Federn hervor, die sie ihm in ihrem Kupferschlosse herausgerissen hatte, und sogleich wuchsen die Federn zusammen, da befahl der König, den schändlichen Jäger hinzurichten. Der getreue Jüngling erhielt die Hand der Prinzessin, und diese weinte nicht mehr, denn der Wunsch ihres Herzens war nun erfüllt.
Der Windreiter. Ein Zauberer zürnte einem jungen Knechte. Voll Wut ging er in des Knechts Hütte und steckte ein neues, scharfes Messer in die Schwelle. Dabei sprach er die Zauberworte: 7 Jahre soll der Bursche auf dem schnellen Sturmwind reiten, durch die weite Welt getragen, geht der Bursche auf die Wiese, legt das frische Heu in Haufen. Da erhebt sich plötzlich ein Sturmwind, reißet die Haufen auseinander, reißet mit sich fort den Burschen. Der sucht vergebens sich zu halten, packt vergebens mit den Händen bald den Zaun und bald die Bäume. Vorwärts treibt ihn eine unsichtbare Macht, auf den Flügeln des Windes fliegt er wie eine Taube, seine Füße berühren nicht mehr die heimische Erde. Die Sonne geht schon unter. Der Knecht blickt mit Heißhunger hinunter auf sein Dorf, wo duftender Rauch aus den Schornsteinen aufsteigt. Er kann sie beinahe mit den Füßen berühren, doch vergebens schreit und ruft er, und vergebens klagt und weint er. Niemand sieht ihn, niemand hört ihn, und so reitet er 12 Wochen, ewig Durst und Hunger leidend. Trocken wie ein Fichtenapfel. Manches Land hat er durchflogen, immer aber trägt der Wind ihn zu dem Dorf hin, wo er wohnte, traurig sieht er seine Hütte. Gerade kommt sein Liebchen aus der Haustür, Mittagbrot trägt sie im Korbe. Und er streckt die dürren Hände flehend aus nach der Geliebten. Ruft vergebens ihren Namen, matt verhallt die schwache Stimme, und das Mädchen blickt nicht mal nach oben, er fliegt weiter, steht der Zauberer vor der Tür seiner Hütte, blickt hinauf und ruft voll Spott: 7 Jahre wirst du reiten. Über diesem Dorfe fliegen, wirst du leiden und nicht sterben, o mein Vater, alter Falke. Wenn ich jemals dich erzürnte, so vergib mir. Schau, die Lippen sind mir schon ganz hart geworden. Mein Gesicht, meine Hände, sieh hier, lauter Knochen. O hab Erbarmen mit meiner Qual, und der Zauberer flüstert leise. Hört der Bursche auf zu fliegen, bleibt an einem Orte stehen, doch berührt er nicht die Erde. Sprach der Zauberer: Gut, dass du mich reuig anflehst. Doch was willst du mir wohl geben, wenn ich dir die Qual erlasse? Alles, was du nur verlangst, antwortete der Bursche, und er faltete die Hände, kniete nieder in den Lüften: Überlasse mir dein Mädchen, denn zur Frau will ich sie haben. Wenn du sie gutwillig abgibst, kommst du wieder auf die Erde. Der Knecht verstummte. Endlich dacht er bei sich selber: Wenn ich erst wieder auf der Erde bin, werd ich mir schon zu helfen wissen. Er sagte also zu dem Zauberer: Fürwahr, ihr verlangt ein großes Opfer von mir, aber weil es denn nicht anders sein kann, so sei's, fing der Zauberer an zu blasen, und der Knecht kam herunter auf die Erde. Wer war glücklicher als er den festen Grund unter seinen Füßen fühlte und nicht mehr in der Gewalt des Windes war? So schnell wie möglich lief er nach seiner Hütte. An der Schwelle begegnete er der Geliebten. Sie schrie laut auf vor Erstaunen, als sie den verschwundenen Knecht erblickte, den sie schon so lange beweint und betrauert hatte. Der Knecht stieß sie kräftig mit den dürren Händen zurück und trat eilig in das Wohnzimmer. Hier saß auf seinem Stuhle der Bauer, bei dem der Bursche gedient hatte, und halb in Tränen redete er ihn an: Ich werde nicht mehr bei euch dienen, und eure Tochter kann ich auch nicht heiraten. Zwar lieb ich sie noch immer und habe sie wohl noch mehr lieb als meine eigenen Augen, aber heiraten werd ich sie doch nicht. Der Bauer sah ihn verwundert an. Und da er auf seinem bleichen und abgemagerten Gesichte die Spur von Leiden erblickte, so fragte er, weshalb er denn die Tochter jetzt nicht wolle. Da erzählte ihm der Bursche alles. Der Bauer aber sagte zu ihm, er solle nur keine Angst haben, steckte sich einen vollen Geldbeutel ein und ging zur Wahrsagerin. Abends kehrte er munter zurück. Er nahm den Burschen beiseite und tröstete ihn: Morgen früh, sobald es Tag wird, geh zur Wahrsagerin. Du wirst sehen, es wird noch alles gut. Der Knecht schlief zum ersten Male seit 12 Wochen wieder auf dem gewohnten Lager. Dennoch erwachte er noch vor der Morgenröte und ging sogleich zur Wahrsagerin.
Er traf sie am Herde, damit beschäftigt, verschiedene Kräuter ins Feuer zu werfen. Auf ihren Befehl musste er im Winkel stehen bleiben, bis plötzlich sich ein heftiger Sturm erhob, dass das ganze Haus zitterte. Da führte ihn die Wahrsagerin in den Hof und sagte, er möchte in die Höhe sehen. Er erhob seine Augen und oh Wunder! Den bösen Zauberer. Der hatte nur ein Hemder an und drehte sich immerfort im Kreise. Das ist dein Feind, sagte die Frau. Wenn du willst, dass er deine Hochzeit mit ansehen soll, so tue, was ich dir gesagt habe, und er wird dieselben Leiden erdulden, die er dir zugefügt hat. Voll Freude lief der Knecht nach Hause, und einen Monat darauf hielt er schon fröhliche Hochzeit. Als die Gäste tanzten, ging er hinaus in den Hof, blickte in die Höhe, und siehe, über der Hütte drehte sich wieder der böse Zauberer im Kreise. Da nahm er ein neues Messer, zielte lange und schleuderte es mit voller Kraft gerade in seinen Fuß. Der Zauberer fiel herab, denn das Messer heftete ihn an die Erde. Die ganze Nacht stand er vor dem Fenster und musste die Freude des Brautpaares und der Gäste mit ansehen. Am folgenden Morgen war der Zauberer verschwunden, aber einige Leute sahen ihn noch über den See fliegen. Vor ihm und hinter ihm schwärmte eine Schar von Krähen und Raben. Diese schwarzen Vögel begleiten den endlosen Ritt des Zauberers mit ihrem abscheulichen Geschrei. Der Glasberg. Auf einem hohen Glasberge stand einst ein Schloss von lauter Gold und vor dem Schlosse ein Apfelbaum mit goldenen Äpfeln. Wer einen Apfel pflückte, der kam in das Schloss hinein, und dort saß eine verzauberte Prinzessin von wunderbarer Schönheit inmitten ungeheurer Schätze und Reichtümer. Schon viele Ritter hatten versucht, auf den Berg hinaufzukommen. Auf scharf beschlagenem Pferde kletterte mancher hinan, aber auf halbem Wege stürzte er von dem glatten und steilen Berge hinunter. Einer brach sich den Arm, der andere das Bein, mancher gar das Genick. Die schöne Prinzessin sah von ihrem Fenster aus, wie die herrlichen Ritter vergebens in die Höhe zu kommen suchten, und schon 7 Jahre wartete sie auf ihren Retter. Rund um den Berg lagen viele Leichen, Ritter und Pferde. Die ganze Gegend sah aus wie ein Kirchhof, es fehlten bloß noch 3 Tage zu den 7 Jahren, als ein Ritter in goldener Rüstung auf mutigem Rosse zum Glasberge ritt. Mit mächtigem Anlauf kam er bis zur halben Höhe und kehrte glücklich zurück. Nach dieser glücklichen Probe machte er am nächsten Tage einen zweiten Versuch. Das Ross stampfte auf dem harten Glase, dass die Funken sprühten. Schon war der Ritter oben bei dem Apfelbaume. Da erhob sich ein großer Falke, rauschte mit seinen breiten Flügeln und traf damit die Augen des Pferdes. Das Pferd wird scheu, bäumt sich hoch empor, seine Hinterfüße glitschen aus, es fällt mitsamt dem Ritter den steilen Berg hinunter. Von beiden blieben bloß die Knochen übrig, und die klapperten in der zusammengestoßenen Rüstung wie Erbsen in einer Blase. Jetzt fehlte nur noch ein Tag bis zum Schlusse des 7. Jahres. Da kam ein flotter Student heran, ein schmucker, kräftiger und großer Jüngling. Er hatte schon zu Hause bei seinen Eltern von der Prinzessin gehört und deshalb im Walde einen Luchs getötet. Jetzt machte er sich dessen Krallen an Händen und Füßen fest, und so kam er glücklich bis zur halben Höhe. Die Sonne war schon im Untergehen. Er konnte kaum atmen vor Müdigkeit, der Mund war ihm ganz trocken vor Durst. Eine schwarze Wolke flog vorüber. Doch vergebens bat und flehte er, sie möchte wenigstens einen Tropfen fallen lassen. Vergebens öffnet er den Mund, die Wolke fliegt vorüber, kein Tröpflein Tau feuchtet seine trockenen Lippen, seine Füße sind ganz blutig, er hält sich nur noch mit den Händen. Die Sonne ist verschwunden, und er blickt nach oben, um noch des Berges Gipfel zu erschauen. Dabei muss er den Kopf so heben, dass ihm die schöne Mütze herunterfällt. Dann blickt er nach unten,
Himmel, was für ein Abgrund! Und was für ein schrecklicher Geruch kommt von den Leichen herauf, es wird ganz finster. Die Sterne beleuchten blass den gläsernen Berg. Der kühne Student hängt wie angeschmiedet an seinen Händen. Seine Kraft ist zu Ende, und er erwartet den Tod. Da schließt ihm der Schlaf die Augen. Er vergisst seine gefährliche Lage und schlummert süß ein. Die scharfen Krallen sind aber so fest in das Glas gehackt, dass er bis Mitternacht ganz ruhig schläft und nicht hinunterfällt, der Falke, der den Apfelbaum verteidigte und den Ritter mit dem Pferde hinabgeworfen hatte, flog jede Nacht als wachsamer Wächter um den Berg. Als nun der Mond aufgegangen war, kreiste er wieder in der Luft, erblickte den Jüngling und ließ sich bei ihm nieder, denn er glaubte, es gebe da eine frische Leiche zu fressen. Aber der Bursche schlief nicht mehr, er sah den Vogel und dachte nach, wie er sich mit dessen Hilfe retten könnte. Der Falke schlug seine scharfen Krallen in das Fleisch des Jünglings. Da packte dieser plötzlich die Beine des Vogels und ließ sich von ihm emportragen in die Luft. Das Schloss auf dem Berge glänzte im bleichen Mondlichte wie eine trübe Lampe. Jetzt war der goldene Apfelbaum in der Nähe. Der Bursche zog ein Messer aus dem Gürtel und schnitt dem Falken beide Füße ab. Der Vogel stieg vor Schmerz bis zu den Wolken hinauf, der Jüngling aber fiel in die breiten Äste des Apfelbaums. Da zog er die Falkenfüße, die noch mit den Krallen in seinem Fleische steckten, heraus, legte die Schale eines goldenen Apfels auf die Wunde, und gleich war sie geheilt. Dann pflückte er sich die Taschen voll solch goldener Äpfel und ging dreist ins Schloss hinein. Der Hofplatz war voll Blumen und schöner Bäume, und auf dem Balkon saß die verzauberte Prinzessin mit ihrem Gefolge. Sie ging dem Jüngling entgegen und begrüßte ihn als ihren Herrn und Gemahl. Sie überlieferte ihm alle Schätze. Und der junge Bursche wurde ein reicher, mächtiger Herr. Auf die Erde kehrte er nicht mehr zurück, einmal ging er mit seiner Gemahlin im Garten spazieren. Da sahen sie unten am Berge eine große Menschenmenge. Sie riefen die Schwalbe herbei, die im Schlosse als Botin diente, und sagten zu dem kleinen Vogel, flieg hin und frage, was es da Neues gibt. Die Schwalbe flatterte eilig fort, kam bald zurück und sagte, das Falkenblut hat die Leichen da unten wieder lebendig gemacht. Alle erwachen heute wie aus einem Schlafe, setzen sich auf die rüstigen Rosse, und alles Volk schaut auf das unerhörte Wunder.